Mein Name ist Calypso und ich erkläre euch heute, wie man das Vorderteil von diesem Pullover mit Sattelschulter strickt. Ich habe also genauso wie beim Rückenteil, aber mit zwei verschiedenen Knäuel hier vorne an den Satteln jeweils 29 Maschen aufgenommen. Danach habe ich die verkürzten Reihen genauso wie beim Rückenteil hier gestrickt. Also beide Teile separat hier gestrickt, bis ich die Hälfte der verkürzten Reihen geschafft hatte. Das sind bei mir, glaube ich, 4 verkürzte Reihen gewesen und ich war bei Masche 11 hier angekommen. Ab da stricke ich genauso wie gehabt, wie beim Rückenteil, die verkürzten Reihen weiter. Und gleichzeitig werde ich die Zunahmen arbeiten. Die Zunahmen werden immer auf der Hinreihe gearbeitet. Das heißt, entweder vor den 2 letzten Maschen oder nach den 2 ersten Maschen. Der Hinreihe arbeite ich jeweils eine Zunahme in jeder Hinreihe, die sich auch in die richtige Richtung neigen muss. Ich mache also diese Zunahmen, insgesamt 4 auf jeder Seite. Wenn die Zunahmen fertig sind, sollten auch gleichzeitig die verkürzten Reihen fertig sein oder vorher sogar schon fertiggestellt sein. Das müsst ihr ein bisschen schauen, je nachdem, wie viele Maschen ihr hier habt, ob das bei euch auch genauso aufgeht, dass die Menge an Reihen für die Zunahmen übereinstimmt mit ungefähr die Hälfte der Reihen an verkürzten Reihen, die ihr machen müsst. Wenn ihr dann hier angekommen seid, könnt ihr das Vorderteil schließen mit einem Backward Loop Cast-On. Jetzt müsst ihr allerdings weniger Maschen hier anschlagen als für den Rücken, weil ihr hier eben ja schon Zunahmen gemacht habt. Das heißt, ich habe hier vorne jeweils 33 und hier 33 Maschen. Das heißt, dass ich hier vorne statt 25 nur 17 Maschen im Backward Loop Cast-On anschlagen werde. So erhalten wir ein ganz tolles Vorderteil, das eben vorne etwas tiefer ist als hinten, weil wir möchten ja, dass der Rücken etwas höher liegt als das Vorderteil. Es gibt noch einen Trick, den ich euch verraten möchte, um immer auf derselben Reihe zu sein bei beiden Teilen. Und nun kann ich einfach runterstricken oder hier noch Zunahmen für die Armausschnitte machen. Das werde ich mir noch überlegen. Ich habe hier noch beide Knäuel dran. Dadurch konnte ich das Teil hier jetzt auch über den Kopf ziehen und euch ganz gut erklären, wie das hier gemacht werden muss. Ich hoffe, das war leicht verständlich und jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich vorne oder hinten weiter stricke. Und wenn ihr wissen wollt, wie Jonathan das bei seinem Vorderteil macht und seine genauen Maschenanzahlen wissen wollt, dann schaut euch das nächste Video an.